So, und zwar, das kam bei euch nämlich sehr gut an, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir letztes Mal ja auf dieses Video von Kurzgesagt reagiert. What if we nuke a city? Und es gibt 2 Videos. Oh, warte mal, wer ist denn er jetzt? Hi. Es gibt 2 neue Videos von denen. Einmal 1000 kilometers cable to the stars, the skyhook, oder Neutron stars, the most extreme things that are not black holes. Die Frage ist, welches wir uns davon anschauen wollen. Ich glaube auch, dass Neutron stars interessant sind. Vielleicht schauen wir uns auch einfach beide an. Wir schauen uns mal das eine an und dann schauen wir uns das zweite auch noch anschauen. Schauen wir uns mal Neutron stars an. Neutron stars are one of the most extreme and violent things in the universe. Giant atomic nuclei only a few kilometers in diameter, but as massive as stars. And they owe their existence to the death of something majestic. Das Ding ist, soweit ich weiß, wissen wir noch nicht ganz genau, was das ist, beziehungsweise was das passieren kann. Stars exist because of a fragile balance. The mass of millions of billions of trillions of tons of hot plasma are being pulled inwards by gravity and squeeze material together with so... Der Typ ist sub bei mir. So sieht er übrigens echt im Real Life aus. Ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen. So much force that nuclei fuse. Hydrogen fuses into helium. This releases energy which pushes against gravity and tries to escape. As long as this balance exists, stars are pretty stable. Eventually, the hydrogen will be exhausted. Medium stars like our Sun go through a giant phase where they burn helium in... Roter Riese, Chat. Roter Riese. Und ich hatte nur 4 Jahre Physik in meiner ganzen Schullaufbahn. To carbon and oxygen before they eventually turn into white dwarfs. Genau, das kommt als nächstes dann. But in stars many times the mass of our Sun, things get interesting when the helium is exhausted. For a moment, the balance of pressure and radiation tips and gravity wins, squeezing the star tighter than before. The core burns hotter and faster, while the outer layers of the star swell by hundreds of times, fusing heavier and heavier elements. Carbon burns to neon in centuries, neon to oxygen in a year, oxygen to silicon in months, and silicon to iron in a day. And then, death. Iron is nuclear ash. It has no energy to give and cannot be fused. The fusion suddenly stops and the balance ends. Without the outward pressure from fusion. Das heißt, große Sonnen sind im Prinzip nichts anderes als Fusionskraftwerke? Oder wie darf man das jetzt verstehen? Weil der macht durch die Hitze und die Gravitation innen drinnen Elemente zu anderen Elementen. Er fusioniert sie. Und das geht halt immer weiter bis zu Eisen, weil Eisen hat dann keine eigene Energie mehr. Also es ist halt Kernfusionen, genau. Ja. Also im Kern der Sonne sind Kernfusionen. Und je größer die Sonne ist, desto mehr sind dort und desto größer und alles. Aber es hört alles bei Eisen auf, weil Eisen nicht weiter kernfusioniert werden kann. Ja. The core is crushed by the enormous weight of the star above it. What happens now is awesome and scary. Particles like electrons and protons really don't want to be near each Hab ich auch schon mal other. gehört. But the pressure of the collapsing star is so great that electrons and protons fuse into neutrons, which then get squeezed together as tightly as in atomic nuclei. An iron ball the size of the Earth is squeezed into a ball of pure nuclear matter the size of a city. But not just the core, the whole star implodes, gravity pulling the outer layers in at 25% the speed of light. What? Das heißt, wenn du jetzt so eine gigantische fucking Sonne hast, dann wird das trotzdem in der Viertel-Lichtgeschwindigkeit zusammengezogen. Das heißt, du siehst das ja fast. Kann man das sehen? Ja, je nachdem, wie groß die Sonne ist, oder? Wenn die Sonne, ja. What the fuck, das ist übertrieben viel. Unsere Sonne wäre einfach weg. Zack. Aber wenn das jetzt so eine Riesensonne wäre, die so groß ist wie, keine Ahnung. Was ist die größte Sonne, die es bisher gibt, die man gesehen hat? Hä, das ist ja krank, Alter. This implosion bounces off the iron core, producing a shockwave that explodes outwards and catapults the rest of the star into space. Ah, okay, wir werden sowieso dead. This is what we call a supernova explosion, and it will outshine entire galaxies. What remains of the star sowas haben wir is schon mal now a gesehen, oder? neutron star.
Its mass was is werden wir mal around sehen. 1 million times the mass of the Earth, but compressed to an object about 25 kilometers wide. It's so dense that the mass of all living humans would fit into 1 cubic centimeter of neutron star matter. That's roughly 1 billion tons in a space the size of a sugar cube. What the fuck? Put another way, that's... Okay, der Vergleich hat mich gerade komplett gefickt. Das heißt, ein Eiswürfel großer Neutron-Star ist so dicht, dass dort die komplette Menschheit reinpassen würde. Okay. Mount Everest in a cup of coffee. From the outside, a neutron star is unbelievably extreme. Its gravity is the strongest outside black holes, and if it were any denser, it would become one. Light is bent around it, meaning you can see the front and parts of the back. Their surfaces reach 1 million degrees Celsius compared to a measly 6,000 degrees for our sun. 1 Million? Bruder, what the fuck? Okay, let's look inside a neutron star. Although these giant atomic nuclei are stars, in many ways they're also like planets with solid crusts over a liquid core. The crust is extremely hard. The outermost layers are made of iron left over from the supernova, squeezed together in a crystal lattice with a sea of electrons flowing through them. Going deeper, gravity squeezes nuclei closer together. We find fewer and fewer protons as most merge to neutrons, until we reach the base of the crust. Here, nuclei are squeezed together so hard Notchis sind gut. Ist richtig gutes Essen, falls ihr es noch nicht kennt. that they start to touch. Protons and neutrons rearrange, making long cylinders spaghetti. or sheets. Enormous nuclei with millions of protons and neutrons shaped Lasagne. like spaghetti and lasagna, which physicists Neutron Stars sind eigentlich Italiener-Chat. Mamma mia. call nuclear pasta. Nuclear pasta is so dense that it may be the strongest material in the universe, basically unbreakable. Lumps of pasta inside a neutron star can even make mountains, at most a few centimeters high, but many times as massive as the Himalayas. Eventually, beneath the pasta, we reach the core. We're not really sure what the properties of matter are when they're squeezed this hard. Protons and neutrons might dissolve into an ocean of quarks, a so-called quark-gluon plasma. Some of those quarks might turn into strange quarks, making a sort of strange matter. Das ist so weird. Das hatten wir mal in Physik. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet mit Strange Quarks und allem möglichen. Bruder, das war so der Punkt, wo ich so gesagt habe, what the fuck? Wer in aller Welt hat sich das ausgedacht oder wer ist da drauf gekommen? Das ist so, Bro, the fuck? With properties so extreme that we made a whole video about it. Or maybe they just stay protons and neutrons. No one knows for sure, and that's why we do science. That's all pretty heavy stuff, literally, so let's go back out into space. When neutron stars first collapse, they begin to spin very, very fast, like a ballerina pulling her arms in. Neutron stars are celestial ballerinas spinning many times per second. This creates pulses because their magnetic field creates a beam of radio waves which passes every time they spin. These radio pulsars are the best known type of neutron star. About 2,000 are known of in the Der Dude spendet immer 100 Bits, oder? Danke. Milky Way. These magnetic fields are the strongest in the universe, a quadrillion times stronger than Earth's after they're born. They're called magnetars until they calm down a little. But the absolute best kind of neutron stars are friends with other neutron stars. David's crazy. Energy as gravitational waves, ripples in space-time, their orbits can decay and they can crash into and kill each other in a kilonova explosion that spews out a lot of their guts. When they do, the conditions become so extreme that for a moment, heavy nuclei are made again. It's not fusion putting nuclei together this time, but heavy neutron-rich matter falling apart and reassembling. Only very... Das waren zwei Neutron-Stars, die sich gegenseitig angezogen haben und wenn sie dann crashen, halt explodieren. Zu einer Kilonova heißt das eben. Recently, we've learned that this is probably the origin of most of the heavy elements in the universe, like gold, und man glaubt halt eben, dass der... platinum and dozens more. Dass so eben...
man glaubt, dass eben so Elemente auf die Erde gekommen sind oder halt generell im Universum vorhanden sind, wie die gerade aufgezählt wurden, dass halt zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt so große Neutron-Stars ineinander gekracht sind, dass es halt überall im Universum verteilt wurde. Vielleicht ist auf der Urknall so passiert. Collapse and become a black hole, dying yet again. Und so entstehen schwarze Löcher, ja. Not only do stars have to die to create elements, they have to die twice. Over millions of years, these atoms will mix back into the galaxy, but some of them end up in a cloud which gravity pulls together to form stars and planets, repeating the cycle. Our solar system is one example, and the remains of those neutron stars that came before us are all around us. Our entire technological modern world was built out of the elements neutron stars made in eons Das ist past, so mindblowing, Alter. sending these atoms on a 13 billion year journey to come together and make us and our world. And that's pretty cool. Junge, ich schwöre, Physik ist dieses andere Wild einfach. Es ist so, Physik ist so, the fuck is going on? So, das sind so Sachen, das einmal der Punkt, wo es aufhört, wo man es nicht mehr rafft. Schauen wir uns Skyhook auch noch an, Chat. Habt ihr Bock auf Skyhook auch noch? Schauen wir uns Skyhook auch noch an.